Ignatius von Antiochien, der Gottesträger. Was heißt es, wahrhaft Mensch zu werden? Auf diese Frage hat einer der frühesten Zeugen der Kirche eine Antwort gegeben, die alles umkehrt, der heilige Ignatius von Antiochien. Und er hat sie nicht mit Worten gegeben, sondern mit seinem Leben und seinem Sterben. Wer ihn verstehen will, muss dort beginnen, wo er stand, in Antiochien. Diese Stadt ist zu jener Zeit eine der größten des Reiches, ein Ort, an dem die griechische, die römische und die syrische Welt ineinander verschmelzen, und der Ort, an dem die Jünger zum ersten Mal Christen genannt werden. Von hier brechen Paulus und Barnabas zu ihren Reisen auf, von hier geht das Evangelium hinaus zu den Heiden. Antiochien ist die Mutterstadt der Weltmission. Über die Kirche dieser Stadt ist Ignatius gesetzt, ihr dritter Bischof nach Petrus und Evodius und ein Schüler des Apostel Johannes. Er schöpft noch aus der unmittelbaren Nähe der Apostel und gibt weiter, was er durch sie empfangen hat. Sein Ansehen in der jungen Kirche reicht weit. Es zeigt sich zum Beispiel an seinem Brief an den heiligen Polycarp, den Bischof von Smyrna, dem er väterlich schreibt, wie der Ältere dem Jüngeren. Er genießt ein Maß an Autorität, das in jenen Jahren nur den Aposteln und wenigen weiteren zukommt. Er lebt an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert und seine Kirche führte durch schwere Zeiten. Schon unter Domitian, so die Überlieferung, brachen die Stürme der Verfolgung über sie herein, und Ignatius hat sich hindurchgesteuert, wie ein guter Steuermann sein Schiff, mit dem Ruder des Gebetes und des Fastens, in steter Sorge, es könnte ihm einer der Schwächeren verloren gehen. Und doch ist ihm gerade in den ruhigen Jahren nicht wohl ums Herz, denn er meint von sich, noch nicht zur wahren Liebe zu Christus gelangt zu sein, noch nicht ein Jünger im vollen Sinn zu sein, so als fehlte ihm das eine, das ihm erst der Tod schenken wird. Dann, und Kaiser Trajan ereilt ihn, was er ersehnt hat. Er wird zum Tod verurteilt und nach Rom geschickt, um dort den wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Gefesselt führt man ihn von Antiochien quer durch Kleinasien, bewacht von 10 Soldaten, die er seine Leoparden nennt. Denn je mehr man ihnen Gutes tue, desto härter würden sie. Unterwegs bleibt er nicht allein. In Smyrna kommen ihm die Gemeinden mit ihren Bischöfen, Presbytern und Diakonen entgegen, einzig um den Mann zu sehen und ein Wort von ihm zu empfangen. Von dort und später im Hafen von Troas schreibt er seine 7 Briefe, und in Troas erreicht ihn die Nachricht, dass seine Kirche von Antiochien, die er bedrängt zurücklassen musste, wieder Frieden gefunden hat. Und sogleich bittet er die anderen Gemeinden, Boten zu ihr zu senden und sich mit ihr zu freuen. So schreibt er nicht aus der Sicherheit eines Lehrstuhls, sondern in Ketten, dem Tod entgegen, ein Gefesselter, der die Freien zur Einheit ruft. In jedem dieser Briefe nennt er sich auf dieselbe Weise Ignatius, der auch Theophoros heißt. Schon diese beiden Namen kreuzen sich wie die Welt, in der er lebt. Ignatius ist römisch, ein alter lateinischer Name, den man früh mit Ignis verband, dem Feuer, so dass er den Brennenden meinte. Theophoros ist griechisch, der Gottesträger, und diesen zweiten Namen gibt er sich selbst. Der heilige Ignatius ist der Feurige, der Gott in sich trägt. Der zweite griechische Name ist kein Titel, den man ihm verleiht, sondern das Kürzeste, was sich über ihn sagen lässt. Denn er trägt Gott nicht wie ein Gefäß etwas Fremdes trägt, das man füllt und wieder leert, sondern wie einer, in dessen Brust Christus selbst Wohnung genommen hat. Und eben weil Christus in ihm wohnt, kann er frei gehen, wohin man ihn führt, dem Tod entgegen, ohne zu erschrecken. Was in seinem Inneren geschieht, fasst er den Römern in ein einziges Bild. In ihm sei kein Feuer mehr, das nach den Dingen dieser Welt verlangt, wohl aber ein lebendiges Wasser, das ohne Unterlass in ihm rede und rufe, auf zum Vater. Diese Sehnsucht ist der Grundton seines ganzen Lebens, und sie erklärt das Befremdlichste an ihm, dass derselbe Bischof, der mit solcher Vollmacht von der Einheit der Kirche spricht, von sich selbst nur in der Sprache der Geringsten redet. Den letzten der Gläubigen von Antiochien nennt er sich, eine Fehlgeburt, nicht wert, ein Glied jener Kirche zu heißen, der er doch vorsteht. Das ist keine fromme Geste, sondern die Freiheit eines Mannes, der sein Leben nicht mehr bei sich selber sucht,
sondern ganz bei dem, dem er entgegengeht, und der darum nichts mehr an sich festzuhalten hat. So bittet er die Christen in Rom, die ihn hätten retten können, sie möchten es um Gottes willen unterlassen. Weizen Gottes sei er, gemahlen durch die Zähne der Tiere, um als reines Brot Christi erfunden zu werden. Ein Wort, in dem Schrecken und Sehnsucht nicht mehr voneinander zu trennen sind. Worum aber kreist alles, was er sagt? Zuerst um Christus selbst. Es gibt damals Leute, die behaupten, der Herr habe nur zum Schein einen Leib getragen, nur zum Schein gelitten, sei nur scheinbar gestorben. Gegen sie setzt Ignatius ein einziges Wort, das er unermüdlich wiederholt: wahrhaft. Wahrhaft geboren aus der Jungfrau und aus dem Geschlecht Davids, wahrhaft gekreuzigt unter Pontius Pilatus, wahrhaft gestorben und wahrhaft auferweckt. Denn wäre dies alles nur Schein, so wäre auch sein eigenes Leben nur Schein, und umsonst trüge er seine Ketten. Und Christus ist ihm der eine Arzt, Fleisch und Geist zugleich, aus Maria und aus Gott, der gelitten hat und doch über allem Leiden steht. Für ihn ist das keine Lehre, die man kennt, sondern das Leben selbst, seine Hoffnung, sein Gott. Und aus diesem Christus heraus sieht er die Kirche. Sein Bild von ihr ist erstaunlich fest und vollständig für einen, der an der Wende des ersten Jahrhunderts schreibt. Die Gemeinde, sagt er, soll mit ihrem Bischof verbunden sein wie die Saiten mit der Zither, damit aus ihrer Eintracht ein einziges Lied zum Vater aufsteigt. Um den Bischof stehen die Presbyter wie der Kreis der Apostel, und die Diakone dienen im Auftrag Jesu Christi. Und ohne diese drei, sagt er, lässt sich von keiner Kirche reden. Diese Ordnung führt er nicht ein und er begründet sie nicht. Er bezeugt sie als etwas längst Empfangenes, und gerade darin liegt ihr Gewicht. In ihrer Mitte steht der eine Altar und auf ihm die eine Eucharistie, die er ohne Scheu das Fleisch Christi nennt, das gelitten hat und das der Vater auferweckte. Sie ist ihm, wie er den Ephesern schreibt, ein Heilmittel zur Unsterblichkeit, ein Gegengift, damit man nicht sterbe, sondern lebe in Christus immerdar. Bei ihm fällt zum ersten Mal in der ganzen christlichen Literatur, die uns überliefert ist, das Wort von der katholischen Kirche. Und er meint damit keine über die Welt gespannte Verwaltung unter einem einzigen Stuhl, sondern die ganze Fülle der einen Kirche, gegenwärtig überall dort, wo das Volk sich um seinen Bischof und um den Altar versammelt. Wo Jesus Christus ist, da ist die katholische Kirche. Und wie diese Kirche nur einen Mittelpunkt kennt, so trägt sie für ihn nur einen Namen. Wer sich nach einem anderen nennt als nach Christus, sagt er, der ist nicht Gottes. Unter dieser festen Gestalt aber liegt eine stille, fast verborgene Tiefe, die man leicht übersieht. Gott, sagt Ignatius, handelt aus der Stille. Die Jungfräulichkeit Marias, ihr Gebären und der Tod des Herrn, drei laut rufende Geheimnisse und doch in der Stille Gottes vollbracht. Besser sei es zu schweigen und etwas zu sein, sagt er, als zu reden und nichts zu sein. Und wer das Wort Christi wirklich besitzt, der vernehme auch sein Schweigen. So bringt er am Ende seine ganze Lehre auf eine einfache Gestalt. Der Anfang ist der Glaube, das Ende die Liebe, und beide, zur Einheit verbunden, sind Gott. An Sätzen wie diesen wird sichtbar, dass die feste Ordnung, die er den Gemeinden einschärft, nicht aus Strenge kommt, sondern aus einer großen inneren Ruhe, aus einem Herzen, das schon in dem Frieden steht, dem es entgegengeht. Dieselbe Sorge, mit der er die Einheit der Kirche hütet, trägt er als Hirte für den einzelnen Menschen. Und nirgends zeigt sie sich inniger als in seinem Brief an Polycarp. Trage die Krankheiten aller, schreibt er dem jüngeren Bischof, wie ein vollkommener Kämpfer, stehe fest wie der Amboss unter den Schlägen des Hammers. Und weil nicht jede Wunde gleich heilt, begegne den Schwierigen nicht mit Härte, sondern springe sie in Sanftmut zurecht. Bete ohne Unterlass, halte die Versammlung häufiger, suche einen jeden bei seinem Namen, nimm dich der Witwen an und sei ihr Beschützer nach dem Herrn, und die Sklaven verachte nicht. Und über die Grenzen der Gemeinde hinaus reicht seine Seelsorge bis zu denen, die noch draußen stehen. Für die anderen, schreibt er den Ephesern, sollten sie ohne Unterlass beten, ihrem Zorn mit Milde begegnen, ihrem Hochmut mit Demut,
ihren Irrtümern mit festem Glauben und sie nicht durch Worte gewinnen, sondern durch das eigene Leben, so zeigt sich der Hirte gerade darin, dass er selbst in Ketten und dem Tod entgegen nicht aufhört, für andere zu sorgen. Worin all dies zusammenläuft, hat Ignatius schließlich in einem einzigen Satz gelegt, den er den Römern auf dem Weg in den Tod schreibt. Erst wenn er am Ziel angelangt sei, dann werde er ein wahrhaftiger Mensch sein. Nicht das Sterben macht ihn zum Menschen, sondern der, dem er entgegengeht. Erst in der Gemeinschaft mit Gott wird der Mensch ganz zu dem, wozu er geschaffen ist. So ist der Gottesträger am Ende kein ferner, unnahbarer Heiliger, sondern das Bild dessen, was der Mensch sein soll. Einer, der Gott in sich trägt und gerade darin wahrhaft Mensch wird. Von hier aus öffnet sich der Weg zum Letzten, zu seinem Tod, der ihn um das Jahr 107 in Rom ereilt und von dem noch zu erzählen ist.